Heute stelle ich euch den Carignan Origine Vieille Vin von Domaine Saint-Antoine aus dem Rieux Minervois vor. Was müsst ihr über diesen Wein wissen? Es ist zum einen Carignan 100%. Das ist selten, auf jeden Fall. Carignan ist ein gern gesehener Sparringspartner des Grenache Noir, nicht nur im Languedoc-Roussillon in Südfrankreich, sondern auch im Priorat in Spanien. Also ihr solltet euch auf jeden Fall den Namen dieser Rebsorte merken. Carignan bringt ganz oft, wenn er mit Grenache küvettiert wird, die Würze, die Mineralität und die Kraft auch in den Wein hinein. Das heißt, wir dürfen hier durchaus einen würzigeren, aber eben auch südfranzösisch opulenteren Wein erwarten. Velvin, das ist immer schon ein Hinweis darauf, dass wir es hier mit alten Rebstöcken zu tun haben. Also Rebstöcke, die älter als 30 Jahre alt sind. In diesem Fall sogar bis an die 80 Jahre alt. Der Wein kommt aus dem Rieux Minervois. Das ist wahrscheinlich eines der mystischsten Anbaugebiete in Südfrankreich, was immer assoziiert wird, auch mit dem Rückzugsort der Templer nach der Auflösung des Tempelordens. In der Region ist auch die berühmte Stadt Carcassonne, wo ja dann auch sich die Katharer zurückgezogen haben auf der Flucht vor der katholischen Kirche und diese Stadt einfach zu einer riesigen, gigantischen, uneinnehmbaren Bergfestung ausgebaut haben. So viel einfach zum Historischen. Rein landschaftlich gesehen ist das Rieux Minervois, das kann man nicht anders sagen, das wahr gewordene Klischee von Südfrankreich. Also überall, wo ihr hinschaut, es ist im Sommer wahnsinnig heiß, Zikaden ohne Ende, Olivenbäume, Weinberge und Menschen, die sich da wohlfühlen. Also es gibt wenige Orte, wo man den Sommer schöner verbringen kann als dort. Also für all diejenigen unter euch, die noch nicht wissen, was sie im nächsten Sommer tun werden, das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Fahrt da gerne hin. Zurück zum Wein. Der Carignan, wie er hier reinsortig ausgebaut ist, bringt sehr viel Würze und sehr viel Spaß mit, und es ist genau das, eben auch ein Wein, der getrunken werden soll, der wirklich auch genossen werden soll. Es ist ein Wein, der gemacht ist, um ihn mit Freunden zu trinken. Wir schauen uns das jetzt mal im Detail an. Wir sehen natürlich hier schon an der Farbe, die Rebsorte bringt ordentlich Farbstoff mit. Das Rubinrot, was ich jetzt hier im Glas habe, das ist sozusagen eigentlich undurchdringlich, man kann nicht wirklich durchsehen. Wir riechen mal rein. Und da fällt es eben schon auf, so, wir haben natürlich klar was Rotfruchtiges, aber das ist überhaupt nicht so marmeladig, wie man das jetzt von Grenache Noir kennt. Da ist ein bisschen Süßholz dabei, was ich sehr interessant finde. Das ist zum einen typisch für Carignan, zum anderen eben ist es hier auch so exemplarisch herausgearbeitet. Kühle Kräuter, bisschen so Eukalyptus. Ja, und dann haben wir da so eine Spiciness, da ist so ein bisschen Zimt, da ist so ein bisschen, ja, so Nelke sogar leicht, Pfeffer auf jeden Fall auch mit dabei, so eingelegter grüner Pfeffer. Probieren wir das Ganze mal. Und dann ist das nämlich genau das Schöne, was der Carignan viel besser kann als der Grenache. Diese Textur, die ist sehr seidig, sehr elegant, und im ersten Moment denkt man so, okay, das ist so südfranzösischer Rotwein, so ein bisschen Larifari, und dann kommt nämlich die Säure dahin, die bringt die Mineralität rein, da kickt nochmal richtig die Würze, dieser grüne Pfeffer, und es ist so ein bisschen so, als ob so grüne Pfefferblasen am Gaumen zerplatzen richtig, und das macht wirklich Spaß, und es ist ein Wein, den man eben nicht nur mit Freunden trinken kann, sondern auch mit sehr guten Freunden und vor allen Dingen mit Essen kombinieren kann. Wenn wir da jetzt zum Thema Essen kommen, dann kommen die Fleischfresser, die Omnivoren unter euch auf jeden Fall auf ihre Kosten, weil ich denke, es ist ein No-Brainer an dieser Stelle zu sagen, das mit einem Ribeye vom Grill, da brauchst du nicht mehr viel, was du dazu servieren musst. Vielleicht einfach ein bisschen geröstetes Brot, eine tolle Kräuterbutter, die du im Idealfall selber gemacht hast, mit frischen Kräutern drin, ein bisschen Thymian, Rosmarin. Dann machst du, ja,
du hast da ja auch, ne, denkt an Südfrankreich, so, da kannst du auch mal ein bisschen Lavendelblüten reintun, so, dann greifst du diese Nelkennoten, die der Wein hat, dieses Süßholz nochmal wieder in der Butter auf und so. Und das macht richtig Spaß. Für diejenigen unter euch, die dem Fleisch jetzt nicht so zugetan sind, ist es einfach toll, wenn ihr dazu Austernpilze frittiert. So, also frittiert die wirklich schön richtig im Fett raus und dann könnt ihr eigentlich genau wie bei einem Fleisch auch eine tolle Kräuterbutter dazu, ein bisschen geröstetes Brot und ja, dann werdet ihr ganz viel Spaß haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und folgt unserem Kanal Serious Drinking, um weitere Videos wie dieses zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sag Prost, viel Spaß am Grill und bis zum nächsten Mal.